In dieser Folge ignorieren wir alle offiziellen Sturmwarnungen, machen uns zusammen auf den Weg mit dem Ziel, riesige Wellen zu finden und zu surfen. Oh, da hinten dran. Ob das bei den starken Strömungen, riesigen Wellen und zu erwartenden Wipeouts eine dumme Idee ist, finden wir jetzt zusammen raus. Guten Morgen, Freunde. Wir sind unterwegs. Auf dem Weg in dem Sturm zu einem Spot, von dem wir nicht wissen, ob er jetzt gut funktioniert. Wahrscheinlich ist es ein bisschen zu wild. 2500 Kilojoule Energie drin. Es hat die ganze Nacht geregnet und gestürmt. 40, 50 km/h Wind. Es sind angesagt. Es sollte aber Cross-Offshore sein. Wir packen jetzt Nils ein, der genau der richtige Mann für solche Missionen ist. Morning! Morning, good. Come on in. I gave an upgrade to the VIP, as you can see, as you can feel. Amazing. How are you? Hot blocks. I love it. So, on Let's go. a scale from 1 to 10, what do you think from looking at it? Scared? I'm not so scared. I'm just curious if we can paddle into it. If it's not too strong, to the right. But I'm probably gonna get some bumps. Yeah, What do you think? Yeah, I also think it's gonna be fun. It has potential. Let's put it that way. Yeah, Let's put a. we have a good carousel here at least. Going to the. Oh, there's a nice rock there. Yeah, haven't seen that, huh? Hey, you want me to take a few photos or better out with you? No, we just go together and enjoy. Yeah, I mean, the fella is easy. yeah. I felt really good on that one wave. Like, I was like, yeah. Der Nils hat schon eine richtig abgefahrene bekommen. Ein bisschen gefilmt, jetzt gehen wir nochmal zusammen. So ist es, Freunde. Ich hatte zuerst Nils ein bisschen gefilmt, das seht ihr doch gleich im Edit. Bin dann mit rausgekommen, war total stoked, nachdem ich Nils surfen gesehen habe. Und bin ich direkt ein bisschen zu gierig, die erste nicht erwischt und dann direkt zu tief gesessen für die Wellen, die da hinten dran im Set kommen. Und das ist natürlich mit einem 7-0er Midlength, so wie ich das jetzt hier in der Session surfe, eher schwierig, denn das lässt sich nicht so gut duckdiven wie ein Shortboard und deswegen rächt sich das gleich doppelt, kriegt die Wellen ordentlich auf den Schädel. Der Vorteil mit einem Midlength ist natürlich, dass man schneller paddelt, früher in die Wellen reinkommt, aber wenn man tief sitzt und dann nicht rechtzeitig aus dem Weg kommt, dann wird man sofort abgeräumt. Go, go, go! Why they be down the boy? Tell them it's part of the plan. I'm just a young adult feeding them slaps. The gains in the palm of my hand. Whoa, they want me to fail, this is personal. They sleeping on me, this is perjury. You make it, nobody else heard it. You tell the doctor, prep the beat for the surgery. Killing it, they ain't gotta guess me. My shoes, I'm kicking it. Wanna jump in cause they see that it's working. Grow from the L's, they see wins on the surface. Flaunting my wins, I do it on purpose. Playing with you till you come to the circus. One time for the yellow dogs, 2 times that they doubted me. You know I did it for my mama now. Only people know who proud of me. Now I'm getting where I gotta be. Everybody want me take off. You brought the beast from inside of me. I bet on myself and it paid off. They wanna hold me back. I said they must be. Natürlich bin ich vor so einer Session auch nervös, aber ich gucke mir ein paar Dinge an, um das ein bisschen im Zaum zu halten. Zum einen beobachte ich vorher, wie stark und wie groß die Wellen wirklich sind, wo sie genau brechen, wo Cleanup-Sets reinrollen, um mich dann umso besser positionieren zu können, um möglichst zu vermeiden, abgeräumt zu werden. Und was mir auch hilft, ist, ich versuche im Vorhinein, wenn ich die Wellen beobachte, diese im Kopf schon mal vorzusurfen, Mindsurfing, um dann ein Gefühl dafür schon mal zu bekommen, ob ich die auch wirklich surfen könnte oder nicht. Und das gibt auf jeden Fall Selbstvertrauen. Und das ist gut, das vorher aufzubauen, denn irgendwas müssen die Wellen ja dann noch abräumen können. In dieser Saison regnet es so viel wie schon lange nicht mehr. Die Speicherseen sind alle voll, das Grundwasser kommt zurück und so sind auch die Wege zu den Surfspots, die zumindest Offroad-Wege sind oder Schotterwege sind, zum Teil richtig voll und überflutet. Es ist Tag 2, nachdem wir mit Nils gestern eine ziemlich wilde Session hatten. Wir sind wieder auf dem Weg zum gleichen Spot. Es hat richtig hart geregnet, es ist ein bisschen stürmisch. Aber Leute,
Der Sonnenschein, der ist doch im Herzen, den brauchen wir nicht immer nur draußen haben, oder? Von daher einfach mal rein jetzt in die Fluten. Und ob es von unten oder von oben nass ist, ist dann auch alles egal. Von daher, solange uns Poseidon ein bisschen was schickt, mit dem wir uns vergnügen können, ist doch alles super. Also, wir treffen jetzt noch Essi und Andi und dann, ja, gucken wir uns die Sache erstmal an. Vielleicht ist es ein bisschen zu wild, aber das müssen wir rausfinden. Wir können ja nur positiv überrascht werden. Ja, war mal, direkt runter. Abfahrt. Schon die Kamera im Gesicht. Ja, schön. Mund über Bier. Nicht zu sehen. Da wollen wir mal Geht's wieder Ist los. aber nicht so groß, ne? Nee, es ist super. Guck mal, da die rechte. Oh, da hinten dran. Guck mal die. Aber guck mal, wie die wieder reinkommen. Ja. Wie die letzten Tage auch. Ja, ja. Und schöner Durchfall wieder im Wasser. Das ist das, genau. Extra die ganze Nacht schon trainiert, damit ich meinen Bund auflasse. Ich habe nur kurz in den Trockner geschmissen. Der ist frisch gewaschen, der war noch klamm. Boah, ich vergibt nichts Schlimmeres als eine zu trockene und eine zu nasser Wetsuit. Super, bitte. Ja, wir verstehen dich alle. Es gibt keine trockenen Ponchos mehr in dieser Saison. Scheiße. Es ist alles. Oh. Naja. Tatsächlich war und ist der Regen die letzten Tage so stark, dass die sonst trockenen Bachläufe Schlamm und Geröll ins Wasser tragen und es schokoladenfarben färben. Freunde von mir hatten in solchen Bedingungen auch schon ordentlichen Durchfall bekommen, weil sie zu viel von dem Wasser geschluckt hatten. Hoffen wir mal, dass es uns danach nicht genauso ergeht. Leute, noch ein persönliches Anliegen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne. Vor allem, wenn euch der Kanal gefällt. Freue ich mich sehr drüber, bedeutet mir viel und hilft, den Kanal zu wachsen und mir dabei weiter Content für euch rauszuhauen und euch immer wieder mitzunehmen. Und jetzt erstmal rein ins Edit. Mich hat's gerade so zerlegt. Richtig übel. Für mich ist das Gefühl, dann doch auch ein paar der größeren Wellen tatsächlich zu bekommen und zu surfen, Ansporn genug, meine Nervosität zu bekämpfen und zu überkommen und auch bei kalten, großen, windigen Bedingungen im Winter einfach rauszugehen und es zu probieren. Wie seht ihr das? Schreibt es mal in die Kommentare, wie geht ihr damit um? Würde mich mal interessieren. Es gibt natürlich auch Bedingungen, bei denen ich nicht mehr ins Wasser gehen würde. Und für mich habe ich so eine Grundregel, wenn ich schon ein komisches Bauchgefühl habe, wenn ich selber nicht glaube, dass ich noch die meisten Wellen davon duckdiven könnte, ohne mein Brett ständig zu verlieren, dann bleibe ich einfach draußen. Das ist so für mich Kriterium. Also wenn die Chancen hoch stehen, dass mir die Leash reißen würde, dass ich andere gefährden würde, weil ich ständig im Weg bin oder mein Brett verliere und es dann zur Gefahr wird, dann entscheide ich mich lieber nicht reinzugehen. Freunde, das war eine abgefahrene Session. Ist immer noch ziemlich gut.
Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, liken, kommentieren und natürlich abonnieren nicht vergessen. Lasst uns zusammen den Channel groß machen. Hier geht es immer darum, den Stoke zu teilen, rauszugehen, was zu machen, was zu erleben. Ich freue mich auf euch. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.